Wenn du als Rentner auswanderst, dann stellst du oftmals erschrocken fest, dass die Steuer, die du auf die deutsche Rente bezahlen musst, höher ist, als wenn du in Deutschland leben würdest. Das kannst du verhindern, indem du dich freiwillig in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig meldest. Wie das funktioniert, was du beachten musst und wann es nicht funktioniert, das wollen wir in diesem Video einmal besprechen. Sehr viele deutsche Rentner ziehen ins Ausland um. Es ist ja auch kein Wunder. Deutschland ist im Chaos. Im Ausland ist es vielfach besser. Schöneres Wetter, geringere Lebenshaltungskosten, höhere Lebensqualität. Gerade in der EU ist es ja sehr einfach umzuziehen als Rentner. Da brauchst du keine Aufenthaltsbewilligung, kein Visum. Aber auch Länder in Übersee, insbesondere zum Beispiel Thailand, die Philippinen oder auch Lateinamerika locken immer mehr Rentner an. Vielen ist dabei nicht zu hundertprozentig klar, was eigentlich steuerlich passiert, wenn sie ins Ausland umziehen. Tatsächlich sind die Regelungen dazu unendlich komplex, denn tatsächlich ist es eine Frage der konkreten Doppelbesteuerungsabkommen, die Deutschland mit deinem neuen Wohnsitzland abgeschlossen hat, wo Steuer bezahlt wird. Nur eins ist klar, wenn du in ein Land umziehst, das kein Doppelbesteuerungsabkommen hat und Deutschland hat ungefähr 100, dann werden Steuern aus deutschen Renten und sonstigen Leistungen der Altersvorsorge in Deutschland steuerpflichtig. Und wie gesagt, die Doppelbesteuerungsabkommen sind alle unterschiedlich. In vielen wird zum Beispiel geregelt, dass die staatliche Rente in Deutschland zu versteuern ist, Betriebsrenten aber im Ausland steuerpflichtig sind. Daraus kann man dann, wenn man es richtig macht und wenn man ins richtige Land umzieht, ganz interessante steuerliche Regelungen finden. Wenn du zum Beispiel nach Costa Rica umziehst, eine relativ geringe staatliche Rente hast, aber eine hohe Betriebsrente, dann ist das sehr positiv, denn in Costa Rica ist die Betriebsrente steuerfrei. Deutschland darf sie gemäß DBA nicht besteuern. Du zahlst dann lediglich geringe Steuern auf deine deutsche staatliche Rente und hast dir somit einen echten steuerlichen Vorteil erarbeitet. In Thailand ist es gerade umgekehrt. Wenn du in Thailand wohnst, dann ist die staatliche Rente steuerfrei. Der deutsche Staat besteuert sie nicht und dann darf Thailand die Rente besteuern, was ja de facto bisher nicht passiert ist. Das heißt, Thailand besteuert die Rente nicht. Jetzt wird seit 2024 besteuert, möglicherweise, wenn du die Rente in Thailand zum Leben brauchst. Aber zum Beispiel Thailand später nochmal mehr. Der Grund, warum du möglicherweise weniger Rente bekommst, ist, dass der Grundfreibetrag nicht mehr in Anspruch genommen werden kann, wenn du nicht mehr in Deutschland wohnst und in Deutschland dann nur noch beschränkt steuerpflichtig bist. Deutsche, die im Ausland wohnen, sind standardmäßig beschränkt steuerpflichtig auf ihre deutschen Einnahmen. Dazu zählen zum Beispiel auch deutsche Mieteinkünfte. Wie gesagt, der Grundfreibetrag fällt dann weg. Das sind immerhin 2025 bei Alleinstehenden 12.000, bei Verheirateten rund 24.000. Das heißt, du musst ab dem ersten Euro Rente diese in Deutschland versteuern. Auch sogenannte familienbezogene Abzüge können dann nicht mehr in Anspruch genommen werden. Wir reden vom steuerlichen Abzug zum Beispiel auf Vorsorgeaufwendungen, Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen. Hier gibt es aber tatsächlich eine Lösung. Du kannst dich nämlich freiwillig unbeschränkt steuerpflichtig in Deutschland melden. Und dann kannst du wiederum den Grundfreibetrag in Anspruch nehmen und eben auch die familienbezogenen Vorteile, von denen ich gerade eben gesprochen habe. Damit bist du dann wie bisher auch steuerpflichtig in Deutschland. Das heißt natürlich nicht mehr nur beschränkt steuerpflichtig. Du musst also nicht nur auf deine Rente und auf deine deutschen Mieteinnahmen Steuern bezahlen, sondern auf dein gesamtes weltweites Einkommen. Und da musst du eben sehr genau hinschauen. Macht diese freiwillige, unbeschränkte Steuerpflicht tatsächlich Sinn? Hast du zum Beispiel hohe Einkünfte aus Kapitalvermögen und lebst in einem Land, wo diese steuerfrei oder steuergünstig besteuert werden, dann macht es freilich keinen Sinn, denn diese müssten ja dann ebenfalls in Deutschland wiederum besteuert werden. Also dein gesamtes Welteinkommen ist dann in Deutschland zu versteuern. Da musst du also sehr genau prüfen, ob konkret diese unbeschränkte Steuerpflicht auf freiwilliger Basis in Deutschland Sinn für dich macht. Aber gehen wir mal davon aus, du hast nur deine Rente ist relativ gering, dann kann man davon ausgehen, dass diese freiwillige unbeschränkte Steuerpflicht schon Sinn macht. Voraussetzung, dass du dich freiwillig unbeschränkt steuerpflichtig melden kannst, ist, dass 90% deiner Einkünfte deutsche Einkünfte sind, also in Deutschland zu versteuern sind und dass die üblichen 10% den Grundfreibetrag nicht übersteigen. Die freiwillige unbeschränkte Steuerpflicht als Rentner beantragst du beim zuständigen Finanzamt Neubrandenburg. Das ist ja für alle Rentner im Ausland zuständig.
Übrigens sehr kompetente Mitarbeiter da, wie ich vielfach festgestellt habe. Das heißt, wenn du dazu Fragen hast zu diesem Vorgang, kannst du dann einfach mal über deren Webseite auch anfragen und deine Fragen stellen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wichtig ist, dass du einen Nachweis der ausländischen Steuerbehörde brauchst, der zeigt, wie viel du im Ausland verdient hast. Wie das Ganze funktioniert, wie gesagt, das steht wunderbar auf der Seite des Finanzamtes Neubrandenburg beschrieben. Link dazu packe ich, wie gesagt, hier in die Beschreibung des Videos mit hinein. Auf eine Sache musst du allerdings gefasst sein, jedenfalls wenn du außerhalb der EU lebst. Deutschland hat hier die Länder außerhalb der EU in verschiedene Ländergruppen eingeteilt. Vielfach sind ja dort die Lebenshaltungskosten sehr viel niedriger als in Deutschland und hier einen alternativen Freibetrag definiert, der also tiefer ist als derjenige, der dir zustehen würde, wenn du in Deutschland lebst. Damit musst du also rechnen, wenn du dich freiwillig unbeschränkt steuerpflichtig meldest. Auch das muss eben hier Teil deiner Abwägung, deiner Abschätzung sein, ob sich die freiwillige unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland für dich lohnt. So, und dann muss man tatsächlich natürlich auch noch beachten, dass es eben nicht immer geht, auch wenn du denkst, dass du die Anforderungen erfüllst. Ich möchte dir jetzt gleich mal hier einen konkreten Vorgang vorstellen. Da ist der Mandant nach Thailand umgezogen. Er wollte sich dann freiwillig unbeschränkt steuerpflichtig melden, hat Neubrandenburg angeschrieben und hat folgende Antwort erhalten. Ich teile mal mein Screen. Ihren Ausführungen entnehme ich, dass Sie Ihren Wohnsitz in Thailand haben und seit dem so und so vielen eine Sozialversicherungsrente von der Deutschen Rentenversicherung Bund erhalten. Hierzu teile ich Ihnen mit, dass bei einem Wohnsitz außerhalb Deutschlands eine beschränkte Steuerpflicht für deutsche Einkünfte besteht. Dazu gehören auch Renten aus der Sozialversicherung. Wie Sie bereits festgestellt haben, kann das deutsche Besteuerungsrecht aufgrund der Regelungen des DBAs eingeschränkt oder gar ausgeschlossen werden. Das ist das, was wir vorhin angesprochen haben. Also Deutschland darf hier nicht immer die Renten besteuern, je nachdem eben, wohin du ziehst, hat internationales Recht Vorrang vor nationalem Recht. Das heißt, selbst wenn Renten grundsätzlich in Deutschland steuerpflichtig sind, wenn das DBA etwas anderes sagt, dann darf Deutschland die Rente nicht besteuern. Darauf spielt der Sachbearbeiter hier an. Nach dem Artikel 18 Absatz 1 DBA mit Thailand darf Deutschland nur solche Ruhegehälter und Renten besteuern, wenn diese Bezüge bei der Ermittlung des Gewinnes eines Unternehmens als Ausgaben abgezogen werden. Dies kommt gegebenenfalls für private Rentenbezüge in Betracht. Somit steht das Besteuerungsrecht an Renten in der Regel Thailand zu. Nach Artikel 18 Absatz 2 DBA Thailand sind Bezüge aus Deutschland in Thailand steuerfrei, wenn diese Bezüge von der Bundesrepublik Deutschland einem seiner Länder oder einer seiner Gebietskörperschaften gezahlt werden. Bei den Rentenzahlungen der deutschen Rentenversicherung handelt es sich nicht um Zahlungen von der Bundesrepublik Deutschland, sondern von einer deutschen Sozialversicherung. Daher sind die Rentenzahlungen in Thailand nicht steuerfrei. Ich will das gleich erklären, das klingt vielleicht ein bisschen verwirrend. Eine Veranlagung in Deutschland auch als unbeschränkt Steuerpflichtiger ist nicht möglich, da nach der Regelung des DBA Thailand ihre Rentenbezüge nur in Thailand besteuert werden dürfen. Also, das heißt, dieser Mandant konnte sich nicht unbeschränkt steuerpflichtig melden auf freiwilliger Basis, weil nicht 90% seiner Einkünfte deutsche Einkünfte waren, die in Deutschland steuerpflichtig sind. Denn gemäß dem DBA sind ja seine Rentenbezüge aus der deutschen Sozialversicherung in Thailand zu versteuern. Dort möglicherweise steuerfrei, aber das ist für das DBA hier egal. Deutschland hat kein Besteuerungsrecht, damit ist die 90%-Regelung nicht erfüllt. Damit kann er sich nicht unbeschränkt freiwillig steuerpflichtig melden in Deutschland. Die Frage ist natürlich, ob das hier überhaupt für ihn Sinn macht, denn tendenziell sind ja die Steuern in Thailand niedriger als in Deutschland. Wenn er sich also nun die Rente nach Thailand auszahlen lässt, auf ein thailändisches Konto dort verwendet und dann in Thailand ausgibt, muss er Steuern in Thailand zahlen, in Deutschland nicht. Ich persönlich denke, dass der Unterschied nicht so groß ist, wobei ihm der Steuerfreibetrag natürlich einen großen Unterschied machen könnte. Also zusammenfassend, du musst also nicht nur prüfen, ob die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland auf freiwilliger Basis für dich Sinn macht, aus wirtschaftlichen Gründen Sinn macht. Eben, wir hatten ja vorhin von anderen Einkünften als der Rente gesprochen, zum Beispiel Kapitalerträge, sondern du musst eben auch prüfen, gemäß DBA, ob du überhaupt ein Recht hast, diese deutsche unbeschränkte Steuerpflicht zu nutzen. Ich würde es wahrscheinlich ähnlich machen wie dieser Mandant, den ich gerade eben hier angesprochen habe. Schreibe einfach mal Neubrandenburg an, frage sie, was sie dazu sagen. Und in vielen Fällen werden sie dir eine kompetente, ausführliche Antwort geben, wie die,
die ich dir gerade eben hier vorgelesen habe. Ja, als Rentner ins Ausland umzuziehen, das ist zwar wunderbar, das Essen ist besser, der Wein ist günstiger und die Sonne intensiver, aber es kann eben auch doch einige steuerliche Fallstricke hier bedeuten. Wenn du diesbezüglich Beratung brauchst, würde ich mich freuen, wenn du ein Beratungsgespräch über unsere Webseite buchst. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Deutsche, Schweizer und Österreicher dabei zu beraten, die ins Ausland umziehen wollen, ihre Steuerlast optimieren möchten, einen Plan B im Ausland etablieren wollen und ihr Vermögen im Ausland zum Beispiel vor dem Zugriff des Staates schützen wollen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.